Ja, genau. Vielen Dank. Ich würde sagen, ich stelle mich kurz vor und mein Kollege Matthias Schubert stellt sich auch kurz vor, damit ihr überhaupt wisst, wer wir sind und was wir machen. Ich bin Cornelia Rupp. Ich bin tatsächlich promovierte Archäologin. Ich habe das studiert. Man studiert nicht einfach nur Archäologie, sondern das Fach, was wir studiert haben, das nennt sich Vor- und Frühgeschichte. Und das reicht aber nicht. Man braucht noch zwei Nebenfächer. Ich hatte noch klassische Archäologie. Also das ist das, wenn ihr schon mal in Italien oder Griechenland im Urlaub wart, was man dort findet. Das bearbeiten nicht wir, die Vor- und Frühgeschichtler, die prähistorischen Archäologen, sondern griechische Tempel und römische Kolosseen bearbeiten die klassischen Archäologen. Und dann hatte ich noch als drittes Nebenfach die christliche Archäologie. Das ist aber eher so wie Kunstgeschichte, also christliche Bilddarstellung. Ich bin seit 1994 hier beim Landesamt für Archäologie Sachsen, habe hier nie wirklich gegraben, obwohl ich natürlich während meines Studiums gegraben habe, aber ich bin hier mehr oder weniger in Vermittlungsarbeit tätig gewesen. Das heißt, ich habe fürs Museum gearbeitet und habe auch, vielleicht hat der ein oder andere von euch das Museum in Chemnitz schon besucht. Das ist unser Schaufenster, das Staatliche Museum für Archäologie in Chemnitz. Als das vor 10 Jahren oder mittlerweile vor 11 Jahren eröffnet hat, war ich da auch an der ganzen Planung mit beteiligt. Und jetzt bin ich im Landesamt für Archäologie. Und wir sitzen in Dresden und bin zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und ja, also das ist das, was ich hier mache, aber eben breite Tätigkeit. Also das, was ich hier mache, fällt unter Öffentlichkeitsarbeit. Und vielleicht erklärt euch der Matthias, mein Kollege, auch noch schnell, was er macht. Das mache ich natürlich gerne. Mein Name ist Matthias Schubert. Ich bin sogenannter Gebietsreferent am Landesamt Okay, für wir wissen Archäologie. es noch nicht. Wahrscheinlich Bin wird mich dann die Mama abholen. Das wird auch echt. Archäologe, gelernter Gebietsreferent bedeutet, ich habe eine bestimmte Region in Sachsen, für die ich zuständig bin, wo ich eben meine Stellungnahmen zu Bauvorhaben abgeben muss, wo ich am Ende entscheiden darf, wo gegraben werden muss und wo vielleicht nicht gegraben werden muss. Und diese Grabungen muss ich natürlich dann auch betreuen und planen und am Ende auch auswerten mit. Ich bin unter anderem noch für die Montanarchäologie zuständig, also noch ein anderer Fachbereich, der viel mit Bergbau zu tun hat. Und damit würde ich es erstmal dabei belassen. Wir könnten viel über uns erzählen, aber ich übergebe dir erstmal das Wort, so ein bisschen allgemein. Danke, danke, Matthias. Also ich habe mir hier heute vorgenommen, euch ein bisschen darüber zu erzählen und ich hoffe, ich kann das auch so machen, dass ihr das alle versteht, was wir eigentlich machen. Also was macht das Landesamt für Archäologie Sachsen? Hier das erste Bild, seht ihr unser Gebäude. Ja, es ist nicht sehr schön. Es ist ein Gebäude aus den 30er Jahren. Wir sitzen hier in Dresden in der Nähe des Flughafens. Das ist ganz praktisch, weil unsere Kolleginnen und Kollegen für ganz Sachsen zuständig sind und von hier aus immer schnell auf der Autobahn sind und dann in die Einsatzgebiete schnell fahren können. Das heißt also, wichtig ist Landesamt für Archäologie Sachsen, denn die Landesarchäologie ist Ländersache. Das heißt, jedes Bundesland hat sein eigenes Landesamt für Archäologie. Ich habe zum Beispiel auch von der Lego League bayerische oder aus Bayern von bayerischen Schulen Anfragen bekommen. Die habe ich dann gleich ganz elegant an das bayerische Landesamt verwiesen. Also die sollen sich mal schön in ihren eigenen Bundesländern erkundigen. Und also deswegen erstmal, wir sind nur für Sachsen zuständig. Ich will nur kurz sagen, das erste, also hier ein Paragraphenzeichen, denn die Grundlage unseres Tuns. Vielleicht haben viele von euch so das Bild von den Archäologen Indiana Jones. Es ist Abenteuer, man gräbt, wo man glaubt, tolle Schätze zu finden. Das machen wir nicht. Das ist eine komplett falsche Vorstellung, denn die Grundlage für unser Tun ist ein Gesetz. Und diese Gesetze hat jedes Bundesland, das ist also hier bei uns das Sächsische Denkmalschutzgesetz, das unser Tun tatsächlich regelt und die Grundlage der gesamten sächsischen Landesarchäologie ist. Das ist definiert unsere Aufgabe, denn unsere Aufgabe, wir sehen uns also nicht so sehr als Ausgräber, sondern wir sehen uns vor allem als Denkmalpfleger. Das heißt also,
Es ist unsere Hauptaufgabe. Kulturdenkmale, das sind Dinge, alles Dinge, die die Menschen hinterlassen haben. Es gab schon mal die Frage, ob wir auch Dinosaurier ausgraben. Nein, das machen wir nicht. Wir graben nur das aus, was die Menschen hinterlassen haben. Und als die Dinosaurier gelebt haben, gab es noch keine Menschen. Also wir sollen also die Kulturdenkmale, also alles das, was sich im Boden befindet oder auch eine Burg, kann auch ein Denkmal sein, natürlich, aber wir sind eben für die Dinge zuständig, die unter dem oder unter der Erdoberfläche sind. Die sollen wir pflegen und erhalten und sie vor Zerstörung bewahren. Das ist aber nicht immer nötig, nicht immer möglich, denn es gibt Baumaßnahmen und sobald ein Bodendenkmal gefährdet ist, werden wir tätig. Also das heißt, wenn irgendwo eine Straße gebaut wird und wir wissen, da im Boden ist Archäologie zu erwarten, dann begleiten wir den Straßenbau im Vorfeld und versuchen dann dort auszugraben, was sich im Boden befindet. Das heißt, in Sachsen sind die allermeisten Ausgrabungen Rettungsgrabungen. Das heißt, es wird quasi vor einer Zerstörung durch Baumaßnahmen oder auch, wir haben in Sachsen 2 aktive Braunkohletagebaue, da graben wir großflächig. Da bedroht quasi der Rohstoffabbau die Archäologie im Boden. Also immer erst dann, wenn die Archäologie durch eine Baumaßnahme bedroht ist, werden wir tätig. Das sind uns bekannten Fundstellen in Sachsen. Das sind die unterschiedlichen Farben, sind unterschiedliche Zeitstellungen. Das wird man jetzt nicht erkennen. Aber da erkennt man auf jeden Fall, dass Sachsen eine sehr dichte Fundlandschaft hat. Ja, also so, dass man also sieht, wie dicht überhaupt archäologische Fundstellen hier im Bundesland sich befinden. So. Man sieht deutlich Verdichtungen hier so im Elbtal, man sieht Verdichtungen hier in Nordsachsen, man sieht hier Verdichtungen um Bautzen und Kamenz. Das sind vor allen Dingen die vorgeschichtlichen Fundstellen. Das hat einen einfachen Grund. Da gibt es sehr fruchtbare Böden und die Menschen wussten damals schon auch, vor allen Dingen die vorgeschichtlichen, die Ackerbau und Viehzucht betrieben haben, also die Getreide angebaut haben, wo sie das gut machen können und gute Erträge haben. Das heißt also, dort ist vor allen Dingen in den fruchtbaren Gegenden die Vorgeschichte, in den fruchtbaren Gegenden und hier im Gebirge, das wurde erst später aufgesiedelt. Da sind wir dann schon so Richtung Mittelalter. Das hier so im Erzgebirge ist so das Gebiet, wo der Matthias arbeitet, also weil hier befindet sich eben auch sehr viel Bergbau, Montanarchäologie. Ja, jetzt fragt ihr euch bestimmt, also nochmal zurück zu der Karte, das sind natürlich nicht alles Fundstellen, die wir ausgegraben haben, aber von denen wissen wir. Das heißt also, eine unserer Hauptaufgaben ist das Erfassen von Fundstellen. Wir führen eine Kulturdenkmalliste. Wir sind auch dazu verpflichtet, da kommt wieder das Gesetz, diese Kulturdenkmalliste zu führen. Und das sind also nicht Stellen, die wir ausgegraben haben oder wenige davon. Das heißt also, woher wissen wir eigentlich überhaupt, wo Archäologie sich im Boden versteckt? Da haben wir verschiedene Methoden und das Ganze nennt sich Prospektion. Eine davon ist, man glaubt ja immer, dass die Archäologen nur in die Tiefe gehen. Nein, wir gehen auch in die Höhe. Hier sieht man unseren Luftbildarchäologen, den Ronald Heinowski. Der fliegt mit einem Flugzeug über Sachsen und erkennt aus der Luft einfach zu einer bestimmten Jahreszeit auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, also dort, wo vor allen Dingen Getreide wächst, erkennt er, wo Archäologie sich im Boden verbirgt. Das ist eine hochkomplizierte Geschichte. Das will ich hier gar nicht weiter ausführen, aber man sieht aus der Luft Fundstellen. Und zum Beispiel hier sieht man schon hier vorne, hier links neben der Armbanduhr, hier sind so Kreise im Boden. Seht ihr das? Also, ich hatte euch jetzt das Flugzeugbild gezeigt und man erkennt aus der Luft hier solche Kreise. Ja? Hier sind sie nochmal nachgezeichnet. Das ist eine 7000 Jahre alte Kreisgrabenanlage. Das erkennt man aus der Luft zu einer bestimmten Jahreszeit, wenn das Getreide in einer bestimmten Höhe wächst. Das ist nicht ausgegraben.
aber wir wissen trotzdem, dass sich dort eben so eine tolle Fundstelle verbirgt. Und das ist die Luftbildarchäologie eine Methode, mit der wir arbeiten, ohne dass wir in den Boden eingreifen. Wir haben noch andere Methoden. Wir haben zum Beispiel, wir arbeiten zum Beispiel auch mit geomagnetischen Messungen und mit Bodenradar. Der Matthias hat mir aber gerade gesagt, dass wir das meistens über andere Firmen machen lassen, weil die Geräte sehr teuer sind. Also ähm, da können wir eben mit elektromagnetischen Wellen erkennen, ob es im Boden irgendwelche Strukturen gibt, wie Mauern oder Siedlungsreste. Dann haben wir noch eine andere Prospektionsmethode, die ist ganz einfach. Wenn der Bauer sein Feld gepflügt hat, kann man einfach nach einem Regenguss da drüber gehen und wenn man Glück hat, findet man zum Teil Scherben, die dann auch erfasst werden und so wird uns das dann auch gemeldet, sodass wir dann eben einfach über wir haben viele ehrenamtliche Helfer, die uns da unterstützen. Gut, ne, wir haben verschiedene Methoden, mit denen wir eben erkennen, ob Archäologie im Boden ist. Bevor wir ausgraben, also jetzt kommt natürlich eben, das ist natürlich unsere Aufgabe, auch auszugraben. Und ich zeige euch hier nochmal eine Karte von Sachsen. Das sind aktuelle Ausgrabungen in Sachsen in diesem Jahr. Nicht alle gleichzeitig, aber eben viele. Das waren so die Maßnahmen, die wir in diesem Jahr gemacht haben. Ihr seht hier einen kleinen Strich. Das ist quasi, da wird eine Ortsumgehung gebaut. Da haben wir entlang im Vorfeld eines Straßenbaus eine sehr lange Grabung. Hier um Leipzig herum ist es sehr dicht, weil dort einfach der Tagebau ist. Hier um Weißwasser ist also andauernd ein roter Punkt, da ist auch Tagebau. Hier unten in Südwestsachsen, Matthias, das weißt du. Das ist wahrscheinlich die Bau der Südostlink, ja, kann das sein? Ist das die Trasse? Ja, also Genau, vom also Boden. da werden Leitungen gebaut. Auch da sind wir im Vorfeld dabei, deswegen ist da die Punktwolke ein bisschen dichter. Das hier ist mal ein Bild von einer typischen Ausgrabung, also nicht einer Innenstadtgrabung, da sind wir natürlich auch tätig, da sieht es anders aus. Das hier ist also einfach mal auf dem flachen Land eine Ausgrabung. Ihr seht hier schon mal so ein paar Geräte, mit denen wir arbeiten. Das sind eigentlich, wir sind gefragt worden, gibt es archäologische Geräte, mit denen gegraben wird? Das sind keine archäologischen Geräte. Wir arbeiten mit ganz normalen Gartengeräten oder mit Geräten, mit denen Maurer arbeiten. Das zeige ich euch aber gleich noch. Aber das ist also mal so eine typische Situation. Im Winter ist es kalt, da werden dann zum Teil hier aus dem Gartenbau solche Tunnelzelte aufgebaut, die ein bisschen das schlechte Wetter und den Wind aufhalten. Wenn es ganz kalt ist, wird es auch hier über die Fundstelle geschoben, dieses Zelt. Dann seht ihr hier Stative von Fotoapparaten, Stative von Vermessungsgeräten. Hier ist der Grabungstechniker am Computer und gibt gleich die Daten, die ihm da geliefert werden, in den Rechner ein. Und das hier sind eben die Grabungsarbeiter, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier dann tatsächlich in die Tiefe gehen und ausgraben. Das ist mal das Bild, wo eine Kollegin hier ein Grab freilegt. Ihr seht hier ein Skelett, das ist ein Körpergrab. Hier oben ist der Schädel, hier ist der Beckenknochen. Und das ist auch mal so ein Bild mit typischen Werkzeugen. Also man denkt ja immer, die Archäologen arbeiten mit Pinseln nur, aber das stimmt so nicht. Hier vorne das Gerät, was hier liegt, ist ein Stuckateurmesser. Das nimmt man, wenn es dann ganz fein wird. Das ist eigentlich auch etwas, mit denen sonst Stuckateure arbeiten. Hier vorne ist eine Maurerkelle, so eine dreieckige, die haben wir in unterschiedlichen Größen. Mit denen arbeitet normalerweise der Maurer. Und ansonsten Malerpinsel, ein Handfeger, mit dem dann die freigelegte Erde weggekratzt wird. Also das sind eigentlich ganz alltägliche Gegenstände. Ich habe ja gerade erzählt, dass unsere Grabungen alles Rettungsgrabungen sind. Das heißt also, wir sind auch immer in Zeitdruck, weil wir eben mit den Bauherren uns vorher einigen, wie lange wir im Vorfeld einer
überhaupt, bevor dann gebaut werden darf, überhaupt ausgraben dürfen. Und wenn wir ganz wenig Zeit haben, dann haben wir eine bestimmte Methode, mit der wir ganz besondere Objekte bergen. Ist nämlich die Blockbergung. Das heißt, da wird dann ein Befund, also wir unterscheiden die Funde, die wir finden, also das, was wir mitnehmen und was dann ins Archiv kommt. Und die Befunde, das ist eigentlich das, was wir ausgraben, das, was wir eigentlich durch die Ausgrabung auch zerstören. Und das kann dann im Ganzen geborgen werden. Und hier ist jetzt das Größte, was wir bisher im Block geborgen haben. Das ist ein 7000 Jahre alter Brunnen. Der ist also mehrere Meter hoch und ist hier wirklich eingeschalt worden, weil es keine Zeit gab, im Vorfeld den dort auszugraben. Deswegen hat man diesen Brunnen dann eingeschalt, eine Metallplatte von unten unter den B-Fund, also ein Brunnen ist ein B-Fund, eine Metallplatte darunter geschoben und dann kam ein Schwerlasttransporter und hat das ganze Ding dann auf ein Schwerlastkran auf einen Schwerlasttransporter gehoben. Und so ist dieser Brunnen dann in eine Lagerhalle gebracht worden und ist dort dann so ausgegraben worden. Schicht für Schicht für Schicht ist er freigelegt worden. Also ihr seht hier auch die Kollegin, die hier graben. Sie hat das hier sich ein Brett dahin gelegt und hat das Ganze dann von oben freigelegt. Es ist natürlich dann wirklich ein von oben nach unten arbeiten. Und das, was ihr hier seht, sind 7000 Jahre alte Hölzer. Die konnten sich erhalten, weil ein Brunnen natürlich dazu diente, Wasser zu schöpfen. Das heißt also, auch nach 7000 Jahren hat sich dort ein Feuchtmilieu erhalten. Das war unter Sauerstoffabschluss, können sich dann organische Objekte, dazu zählt eben Holz, Leder, Rindenbast und so weiter, kann sich erhalten, was, wenn es trocken ist, sofort also vergehen würde und wir hätten es nicht ausgraben können und finden können. Also so versteht man, dass dieser Brunnen so toll war, dass man den im Ganzen geborgen hat und dann eben in Ruhe, ohne Zeitdruck, hat man ihn dann freigelegt. Ich will euch zeigen, was man dort gefunden hat. Das ist also hier auch eine zusammengestellt. Es wird also auch alles im 3D dokumentiert und so lagen im Grunde genommen alle Objekte hier in diesem Brunnen übereinander. Hier rechts seht ihr, was da alles gefunden worden sind, also auch tolle Objekte, tolle Keramik, zum Teil mit Verzierungen, die wir bisher so nicht kannten, die sich dort eben so erhalten haben. Es gibt aber auch kleinere Blockbergungen, die nicht so spektakulär sind, obwohl der Inhalt sehr spektakulär war. Das hier ist ein bronzezeitliches Depot. Es ist ungefähr 3000 Jahre alt. Das ist erst vor kurzem freigelegt worden, vor 2 Jahren. Es hat aber lange gedauert, bis es dann letztendlich freigelegt wurde. Auch da war die Zeit nicht da, das vor Ort auszugraben. Da hat man dann einfach Gipsbinden da drum gemacht. Ihr seht hier die Grabungstechnikerin, die das hier macht und auch wieder eine Metallplatte runtergeschoben. Das konnte man also gerade noch so mit mehreren starken Männern dann rausheben. Und so ist dann dieser Block ins Landesamt für Archäologie gekommen und ist dort dann von der Restauratorin vor Ort ausgegraben worden. Frau Rupp, vielleicht eine ganz kurze Zwischenfrage aus dem Chat. Da wird schon sowohl gemutmaßt und auch gefragt, wie lange arbeiten denn eigentlich Archäologen an Grabungsstätten? Und da sowohl insgesamt an einer, aber auch sowas, wie groß täglich so die Arbeit an so einer Stätte ist. Ja, Vielleicht also kann man sicherlich nicht ganz pauschal sagen, aber vielleicht können Sie eine gewisse Idee geben. ja, also dieser kleine Block hier, also das Ding hier, in dem Ding befanden sich 300 Bronzeobjekte, die wahrscheinlich geopfert worden sind. Man bekommt hier auf dem Bild eine Ahnung, wie dicht das da lag. Das wird alles dokumentiert. Also wir holen nicht einfach nur die Objekte raus. Es wird alles dokumentiert, sodass es jederzeit am Schreibtisch genauso wie es war wieder zu rekonstruieren ist. Und an diesem Block mit den 300 Objekten hat die Restauratorin 1,5 Jahre gearbeitet. Der Block mit dem Brunnen, den ich euch gerade gezeigt habe, da gingen die Grabungen, ich glaube, über 6 Jahre. Also das sind aber diese Blockbergungen. Arbeiten wir vor Ort, wird vorher mit den Investoren, also die dort bauen wollen, eine Straße bauen wollen oder ein Haus bauen wollen oder eine Tiefgarage bauen wollen, wird vor Ort verhandelt, wie lange wir dort uns aufhalten dürfen.
Und Matthias, wie lange dauert da so im Schnitt eine Grabung? Also es sind meistens, ich beantworte die Frage. Wir arbeiten manchmal auch in unterschiedlichen Kampagnen. Wir haben manchmal nur eine Grabung 1. Da wird erstmal pauschal geguckt, wie viel ist da eigentlich, um dann zu verhandeln, wie viel Zeit wir brauchen. In einer Grabung 2 dann tatsächlich die wichtigen Sachen oder das, was eben erkannt wurde, auszugraben. Das ist unterschiedlich. Matthias, was sagst du? Ja, komplett unterschiedlich, auch in welcher Zeit man sich bewegt. Ne? Ob man jetzt auch einphasige Fundstellen hat oder Fundstellen, die über Jahrhunderte, Jahrtausende belegt gewesen sind, also wo man dann auch mehrere Zeiten hat. In der Stadt sieht es nochmal ganz anders aus. Dann hat man ja ganz viele Straßen, die man dokumentieren muss. Also abhängig auch vom Bauvorhaben selbst, von der Größe natürlich. Manchmal mal vor Augen, so ein Windrad hat ja so eine gewisse Stellfläche, kann man sich vorstellen. Da ist man relativ schnell im Monat durch, wenn man so ein paar Befunde abarbeiten muss. Aber so pauschal kann man das überhaupt nicht beantworten. Es ist immer sehr spezifisch vom Bauvorhaben selbst, aber auch von dem Denkmal an sich und wo man sich befindet. Also Ganz unterschiedlich. kann man pauschal nicht sagen. Auch Ne? Also Rettungsgrau, wo man ganz schnell dabei sein müssen, wo man einfach nur mal 5 Tage Zeit hat. Aber es gibt auch Kampagnen, die in mehreren Dauerabschnitten geplant werden und wo man dann, wie gesagt, über Jahre dabei ist. Große Straßenbaumaßnahmen beispielsweise. gut, ich mache mal weiter, denn das nächste, was wir dann machen, also wenn wir dann die Objekte ausgegraben haben, dann ist natürlich eine weitere Aufgabe das Restaurieren der Funde. Das dauert zum Teil auch sehr, sehr lange, weil so Restauratoren, also das Bild, was ich jetzt hier zeige, da wird Metall restauriert. Und ihr seht hier, könnt ihr das vielleicht erkennen, das ist ein Zahnarztbohrer mit einem Aufsatz. Also das sind Geräte, mit denen Zahnärzte arbeiten. Damit wird zum Beispiel dann Metall freigeschliffen. Also wenn Metall im Boden ist es meistens sehr korrodiert. Es sei denn, es ist Gold, aber reden wir jetzt von Eisen oder Bronze, dann ist es natürlich, hat das eine Korrosionsoberfläche und die muss dann erstmal entfernt werden, um das Objekt dann zu sichern und zu härten. Und das erfolgt eben dann zum Beispiel mit Zahnarztbohrern und kleinen Pfeilen. Und ihr seht hier oben, das ist wie ein Staubsauger. Da werden die oder abgeschliffenen Metallpartikel sofort aufgesaugt, damit der Restaurator die nicht einatmen muss. Holz haben wir auch vieles. Das wird völlig anders konserviert und restauriert. Das muss erstmal gewässert werden, bevor es restauriert werden kann. Das hat einen Grund, denn also Holz würde, wenn wir jetzt altes Holz haben, ich habe gerade beim Brunnen euch die 7000 Jahre alten Balken gezeigt, würde man die jetzt an der Luft trocknen lassen, würden die zerfallen. Also das wäre dann einfach nur noch Staub. Und da arbeiten wir mit einer bestimmten Methode. Wir haben also eine sehr, sehr große Holzrestaurierung. Ich glaube, es ist mittlerweile die größte Holzrestaurierung, die es überhaupt in Deutschland gibt, weil Matthias ist da maßgeblich daran beteiligt, wir so viele Holzfunde aus den Bergwerken haben, den mittelalterlichen unter anderem. Und deswegen sind wir ist Sachsen da ziemlich fit, was Holzrestaurierung anbelangt. Also ihr seht hier unseren Restaurator über einem großen Wasserbecken hängen und hier wird das Holz eingetaucht. Das ist aber nicht nur Wasser, das ist eine Lösung, in der sich Polyethylenglycol befindet, also kurz PEG. Da könnt ihr mal eure Chemielehrer oder auch die Physiklehrer befragen, was das macht. Und zwar, das ist wie ein Wachs. Und da wird die Konzentration langsam erhöht und die Wassermoleküle im Holz werden von diesem PEG durchdrungen und ersetzen langsam die Wassermoleküle und dann wird dieses Holz dann in einer Gefriertrocknung getrocknet und auch das dauert, je nachdem, wie groß das Objekt ist, dauert das sehr lange. Und dann kommt es aus dieser Gefriertrocknung und ist im Grunde genommen nicht wie neu, aber man kann es anfassen, es zerfällt nicht mehr, man kann es ausstellen und es ist somit haltbar gemacht.
Dann haben wir natürlich einen Riesenbereich und das ist das Größte. Also in unserem Depot, von dem ich euch gleich ein Bild zeige, lagern 21 Millionen Funde. 21 Millionen Funde. Es hat mal jemand ausgerechnet, wir finden natürlich vorwiegend Keramik, also Reste von Tongefäßen. Es hat mal jemand ausgerechnet, wenn wir alle Scherben, die wir hier haben, auf Fußballfeldern auslegen würden, bekämen wir 3 Fußballfelder dicht belegt voll. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt und ob der richtig gerechnet hat, aber 21 Millionen Funde ist schon eine ganze Menge. Das heißt also, auch diese Scherben müssen irgendwo gelagert werden und restauriert werden. Man versucht sie natürlich zusammenzusetzen und Gefäße daraus zu rekonstruieren. Aber unser Platz ist begrenzt. Das ist jetzt mal hier ein Blick in unser Depot, wo also diese vor allen Dingen eben Keramik, Glas und Steine lagern. Unser Metalldepot sieht ein bisschen anders aus, denn je nachdem, aus was für einem Material die Funde, die wir haben, sind, brauchen die unterschiedliche klimatische Bedingungen bei der Lagerung. Also das Metalldepot hat ein anderes Raumklima und eine andere Luftfeuchtigkeit als jetzt hier dieses Depot, in dem eben die Keramik und Steine und Glas gelagert werden. Das sind 6 Meter hohe Regale, die sich verschieben lassen. Und tatsächlich unser Depotverwalter und unsere Archivverwalterin haben alle einen Schein für einen Gabelstapler, weil sie nämlich hier wirklich mit dem Gabelstapler durchfahren, um auch hier oben an die Kisten zu kommen. Und das ist eine sogenannte Kompaktusanlage. Das heißt also, diese Regale, hier unten sieht man die Schienen, sind auf Schienen und können verschoben werden, dass man also möglichst viel Platz hat, um seine Funde zu lagern. Wir archivieren modern, also wenn man sich jetzt fragt, wie können die überhaupt einen Überblick über 21 Millionen Funde haben, dann kann ich also nur mit voller Überzeugung sagen, den haben wir. Wir arbeiten natürlich mit neuesten Methoden. Es wird mittlerweile alles mit einem Scancode erfasst. Also hier sieht man die Mitarbeiterin, wie sie also hier mit einem Laserscanner sitzt. Und also so wissen wir quasi wird jede Kiste, jedes Objekt wird eingescannt. Es werden Kärtchen dazu geschrieben, wo ein EAN-Code drauf ist, der gescannt wird, sodass wir also quasi wirklich per Klick wissen, was in jeder Kiste drin ist. Dann haben wir die weitere Aufgabe natürlich, all das, was wir ausgraben und untersuchen, zu dokumentieren. Da gibt es auch unterschiedliche Methoden. Das eine ist natürlich einfach eine Grabungsdokumentation, die jeder Ausgräber, der irgendwo gegraben hat, erstmal als Grabungsbericht eben abzuliefern hat. Da werden Pläne gezeichnet, auch mit den unterschiedlichsten Computerprogrammen, die wir da bedienen können. Also, dass man eben hinterher diese Grabung, die ja im Grunde genommen auch eine Zerstörung des Kulturdenkmals ist, jederzeit wieder rekonstruieren kann. Dann arbeiten wir mit einem geografischen Informationssystem, das also erstmal überhaupt diese Karten, die ich gerade gezeigt habe, überhaupt erstmal erstellt. Dann arbeiten wir mit Laserscannern, die Objekte, die wir finden, zum Teil dann eben per 3D mit Laser erfassen. Wir haben ein eigenes Portal im Internet. Wenn ihr auf unsere Internetseite www.archäologie.sachsen.de geht, seht ihr rechts, gibt es nochmal einen Link zu unserem Archeo 3D-Portal. Das ist ganz irre. Da sind nämlich die Objekte drin oder die Highlight-Objekte, die mit dem 3D-Scanner gescannt worden sind. Und da kann man wirklich Fundstücke virtuell in die Hand nehmen und drehen und bewegen. Also das kann ich nur sehr empfehlen, wenn man sich mal wirklich Objekte anschauen will, die wir gefunden haben. Das ist so ein bisschen wie, als wenn man sie in die Hand nehmen kann. Wir dokumentieren aber auch ganz herkömmlich mit Aktenordnern, die natürlich auch mittlerweile digitalisiert sind, aber dennoch legen wir noch in Papier ab. Das sind hier die Grabungsdokumentationen. Wir haben aber auch ein ganz, ganz umfängliches Ortsaktenarchiv. Das ist von daher wichtig. Das ist mittlerweile auch digitalisiert.
Aber dieses Ortsaktenarchiv ist deswegen so wertvoll, weil natürlich mit dem Beginn der Archäologie in Sachsen, wir reden jetzt vom Ende des 19. Jahrhunderts, da fing man also an, sich für Fundstellen zu interessieren, und auch diese alten Dokumente sind also alle unter den Orten, wo sie gefunden worden sind, im Ortsaktenarchiv abgelegt. Wir erforschen natürlich auch dann, um unser Wissen weiterzugeben, und publizieren natürlich auch viel und haben hier in Dresden-Klotzsche eine große Bibliothek. Es ist die viertgrößte archäologische Fachbibliothek in Deutschland. Die ist öffentlich zugänglich. Also wenn man mal sich für die sächsische Archäologie in Büchern interessiert, oder auch, haben nicht nur sächsische Archäologie, also wie gesagt, wir haben archäologische Fachbibliothek, allumfassend, kann man sich dort informieren. Wir publizieren selber, das heißt, wir haben eigene Schriftenreihen, ein bisschen populär. Einmal im Jahr erscheint unser Archäo, das ist also so für die interessierte Öffentlichkeit. Wir geben kleine Führer heraus zu besonderen Kulturdenkmalen, aber eben auch eine ganze Reihe an Fachpublikationen, die sich eben vor allen Dingen an die Fachleute richten. Wir geben unser Wissen weiter, also nicht nur, indem Frau Rupp und Herr Schubert hier für die Lego League einen kleinen Vortrag halten, sondern wir machen auch Führungen über Grabungen zu bestimmten Anlässen. Es gibt immer den Tag des offenen Denkmals, da machen wir immer mit, oder aber auch, wenn besondere Grabungen sind, laden wir die Öffentlichkeit auch so ein, und man hat also Gelegenheit, auf eine Grabung zu gehen. Das darf man sonst nicht. Das ist nämlich wie eine Baustelle, also Betreten der Baustelle verboten. Eltern haften für ihre Kinder. Also niemals auf die Idee kommen, wenn irgendwo eine archäologische Grabung ist, da mal selber nachzugucken. Das darf man nicht. Einmal im Jahr haben wir eine große Veranstaltung, das ist unsere Jahrestagung. Da berichten alle Kolleginnen und Kollegen, die hier im Haus arbeiten, über das, was sie in diesem Jahr gemacht haben. Und das geht über 2 Tage, und das war jetzt gerade im November, ist das immer. Und da haben wir dann also um die 400 Leute, die da zuhören. Das sind auch Ehrenamtliche, mit denen wir zusammenarbeiten, interessierte Laien. Und das ist immer eine Riesenveranstaltung, die wir in der Dreikönigskirche machen. Wir geben unser Wissen aber auch weiter, indem wir Ausstellungen machen. Unser Museum, also unser Schaufenster, sagen wir dazu, das ist das Staatliche Museum für Archäologie in Chemnitz. Wenn ihr noch nicht da wart, kann ich das nur empfehlen. Auch dort bekommt man ein Gefühl dafür, was die Archäologen machen, wie sie arbeiten, was sie finden. Und in dem Haus sind natürlich unsere tollsten Objekte ausgestellt und auch sehr schön präsentiert. Und das kann ich nur jedem nochmal empfehlen, der sich für Archäologie interessiert. Aber wir machen auch Ausstellungen, wenn gerade tolle Funde gemacht werden, für die jetzt erstmal gerade keine Zeit und kein Platz in unserem Museum ist, dann gehen wir auch an andere Orte und stellen an anderen Orten aus. Also jetzt läuft gerade hier in Meran eine Ausstellung zur Luftbildarchäologie, also dieser Methode, die ich erklärt habe, wo man aus dem Flugzeug Objekte im Boden erkennt. Die ist gerade in Merane. Ja, jetzt komme ich nochmal. Ich hatte schon Kontakt mit einigen von euch, und es gab ganz lustige Fragen. Also deswegen zeige ich jetzt nochmal ein paar Folien, die vielleicht auch eure Fragen beantworten. Es gab nämlich die nette Frage, wie machen denn Archäologen Pause? Und tatsächlich habe ich in unserer Datenbank dann nach Pause gegoogelt und habe dann Pausenbilder gefunden. Also Archäologen machen Pause auf der Grabung, wie es sich gerade so bietet. Also man setzt sich irgendwo an den Rand und isst sein mitgebachtes Butterbrot. Also das war auch eine Frage, was essen denn Archäologen auf Grabungen? Also wir essen nicht die Knochen, die wir ausgraben, sondern jeder bringt sich eine Bämme mit und hat dann seine Wasserflasche und sein Pausenbrot dabei. Manchmal gibt es ein Bänkchen, dass man es ein bisschen komfortabler hat. Es gab die Frage, was Archäologen denn für Kleidung tragen. Hier sieht man auf jeden Fall
Sicherheitsschuhe. Ich habe gesagt, eine Ausgrabung ist im Grunde genommen wie eine Baustelle und genauso sichern wir uns auch und sind auch gehalten, uns zu sichern. Also mit Sicherheitsschuhen, die haben vorne Stahlkappen, dass einem der Spaten, mit dem man arbeitet, nicht auf die Füße fällt oder die Spitzhacke, mit der man arbeitet, den Schuh durchbohrt. Ja. Im Vorfeld von Baggern ist es ganz wichtig, dass es also auch, ne, also man denkt immer, die Archäologen arbeiten mit dem Pinsel, aber bevor die zum Einsatz kommen, kommt meistens der Bagger zum Einsatz, der erstmal eine Fläche überhaupt freilegt. Auch da stehen die Archäologen schon daneben und gucken, was da kommt und sind aber dann auch angehalten, eine Sicherheitsweste, also eine Warnweste plus Helm zu tragen. Es gab eine ganz lustige Frage, wo gehen Archäologen auf Toilette? Das kennt ihr vielleicht auch von allen Baustellen. Wir haben mittlerweile die Toy-Toys, die aufgestellt werden, wenn irgendwo eine Grabung auf dem Acker ist und die auch geleert werden. Dann steht auch ein Wasserkanister meistens daneben, dass man sich also dann seine Hände waschen kann. Ganz früher, als ich noch gegraben habe, war das Erste, was man gemacht hat, bevor man angefangen hat zu graben, ein Plumpsklo ausheben. Aber die Zeiten sind vorbei, dank Toy-Toys. Also das wird mittlerweile auch chemisch geregelt. Es gab natürlich immer wieder die Fragen, was Lego oder eure Challenge da erfinden kann, um den Archäologen zu helfen. Ich will euch aber mal was zeigen. Also wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, aber ich möchte euch mal was ganz Einfaches zeigen, was uns die Arbeit sowas von erleichtert hat. Ihr habt vorhin so die Bilder von den Scherben gesehen und dem Hinweis, also 21 Millionen Funde. Und egal wie klein sie sind, sie werden beschriftet. Und sie sind früher beschriftet worden per Hand. Das war eine sehr aufwendige Arbeit. Das war vor allen Dingen eine Aufgabe, die Studenten in ihren Semesterferien gegen Bezahlung immer gemacht haben. Eine Scherbe wurde beschriftet, indem man also in verschiedenen Arbeitsschritten erstmal mit einem klaren Lack einen Streifen auf die Scherbe gepinselt hat. Dann hat man mit Feder und Tusche, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, vielleicht aus dem Kunstunterricht, wirklich mit Feder und Tusche hat man eine Nummer auf die Scherbe geschrieben, sodass man also dann jederzeit diese einzelne Scherbe auch wieder der Grabung zuordnen konnte. Und dann wurde nochmal mit einem Klarlack drüber gepinselt. So. Also sehr, sehr aufwendig. Und dann ist vor ein paar Jahren, also es ist jetzt mittlerweile auch schon 20 Jahre her oder 25 Jahre, ist jemand Findiges auf die Idee gekommen, das zu automatisieren. Und zwar hat man sich zunutze gemacht, die Technik, mit der Konservendosen beschriftet werden, das Haltbarkeitsdatum drauf gespritzt wird. Und ich habe einen kleinen Film und der funktioniert hoffentlich. Wir haben nämlich eine Scherbenbeschriftungsmaschine. Hier sitzt eine Schülerin übrigens, die hier bei uns ihr Praktikum gemacht hat. Und da erkennt ein Laser hier, der fährt über diese Scherbe, die sie hier draufgelegt hat, da fährt ein Laser über die Stelle, über die er vorher in dem Computer die eingegebene Nummer aufspritzt. Es geht nochmal jetzt hier von Namen. Also sie legt die Scherbe dahin in ein Granulat und der Laser spritzt mit einem Spritz die Beschriftung da drauf. Und das geht ruckzuck, sodass wir also überhaupt keinen Rückstau mehr haben, was die Beschriftung unserer Objekte anbelangt. Aber wie gesagt, das ist schon erfunden worden. Genau. Aber wir haben uns Gedanken gemacht, wo man vielleicht auch noch was vereinfachen kann. Das hier zeige ich euch eine Arbeitsmethode, die nennt sich Schlemmen. Mit Ä. Das kommt vom Schlamm und das hat einen Hintergrund. Also wenn man eine Siedlungsgrube zum Beispiel ausgehoben hat, also wenn man die ausgegraben hat, dann hat man einen Abraum. Und wenn man aber noch mal gucken will, ob man da auch nicht kleine Objekte oder sogar vielleicht Pollen oder kleine Tierchen, die sich erhalten haben, das ist auch zum Teil für uns wichtig, weil wir ja wissen wollen, was die Menschen vor 7000 Jahren für Getreide angebaut haben oder für Pflanzen angebaut haben zum Beispiel. Sind zum Beispiel auch Pflanzenreste für uns wichtig oder kleine Ah, ich habe Knöchelchen auch oder Videos.
oder sowas. Und deswegen schlemmt man manchmal nochmal das ausgehobene Erdreich. Und das wird folgendermaßen gemacht. Das ist eine ziemlich feuchte und ziemlich nasse Angelegenheit. Und zwar hat man Siebe in verschiedenen Größen, also die verschieden große Teile durchlassen. Und da wird wirklich mit einem Wasserstrahl, also hier mit einem ganz normalen Gartenschlauch, wird quasi Wasser durch die Siebe, wo das zu schlemmende Material drauf liegt, ähm, also wird es durchgepresst sozusagen und alles das, was eben nicht durch die Siebe geht, ist dann freigespült. Hier sieht man es vielleicht besser und da guckt man dann noch mal sehr genau, ob da etwas Archäologisches bei ist. Also ob da vielleicht noch eine kleine Perle ist oder etwas, was man vielleicht bei der Grabung übersehen haben könnte. Und das geht wirklich auf verschiedene Größen. Hier sieht man verschiedene Schubladen. Also die Siebe werden immer feiner. Das ist also auch nochmal eine Handarbeit, die ziemlich mühselig ist. Ja, also hier wird es auf der Grabung gemacht, hier auch. Mittlerweile haben wir das aber auch bei uns im sogenannten Bauhof. Da kann man das auch in einer Halle machen. Aber das ist keine sehr angenehme Arbeit und die sehr mühselig ist, sehr nass ist und sehr schmutzig ist. Also, dann haben wir uns noch überlegt, wir putzen ja auch. Also wir putzen nicht im Sinne von Staubwischen, sondern wir putzen unsere Flächen. Also wenn jetzt hier ein Bagger zum Beispiel eine Fläche freigelegt hat, die Bagger arbeiten schon sehr genau und können das sehr fein mit ihren Schaufeln machen. Aber damit wir erkennen, was da im Boden ist, wird die Fläche nochmal per Hand geputzt. Also hier, das ist sehr sandiger Boden, nimmt man einfach eine umgedrehte Schaufel und zieht nochmal über den Boden. Denn alle Flächen, wo der Mensch eingegriffen hat, also eine Grube angelegt hat oder eine Pfostengrube angelegt hat für einen Hausbau oder so, das stellt sich für uns im Boden als dunkle Verfärbung dar. Das ist Humus. Und so kann man Flächen erkennen oder Stellen erkennen, wo der Mensch eingegriffen hat. Und damit man das aber besser erkennt, wird diese Fläche geputzt. Also hier eben auf sandigem Boden mit umgedrehten Schaufeln. Hier ist ein lehmiger Boden. Da werden solche Kratzen, die gibt es auch im Gartenbau. Ne? Arbeitet man eigentlich, wenn man im Garten arbeitet. Mit diesen Kratzen wird der Boden dann sauber gemacht, also Fläche putzen. Also wenn man da was erfinden könnte, was uns da die Arbeit abnehmen würde, das wäre klasse. Aber man muss bitte darauf achten, wir putzen also nicht nur horizontal, sondern es wird auch vertikal hier oben ein bisschen schlecht zu sehen. Also wenn ein Profil genommen wird, wird auch das nochmal geputzt. Dazu werden meistens diese Maurerkellen eingesetzt. Auch das ist eine mühselige Arbeit, aber die bleibt uns nicht erspart, wenn wir das, was da hinterher zu dokumentieren ist, ordentlich sehen wollen. Genau, ich mache ganz schnell. Dann, was auch noch ziemlich mühselig ist, ist Scherbenwaschen. Unsere Funde kommen nicht dreckig ins Depot. Also die werden vorher gesäubert und gewaschen. Und Keramik wird wirklich mit Bürstchen und im Wasser, wir haben jetzt hier auch wie eine Küche, wird das gewaschen. Also wenn man da was finden würde, das wäre vielleicht auch ganz klasse. Und das Letzte, was ich noch als Vorschlag habe, den ich mir überlegt habe, natürlich die Keramik, wenn wir einzelne Scherben haben, die müssen zusammengesetzt werden. Man muss gucken, passt da irgendwas zusammen. Wir benutzen ungern das Wort Puzzeln, aber letztendlich ist es das. Aber Puzzeln hört sich immer so ein bisschen nach Spaß und Spiel an, aber es ist ja eine ernste Sache. Wir sind ja Archäologen und Wissenschaftler, also, aber wenn man da noch mal was erfinden könnte, das uns das vereinfacht, wäre das auch klasse. So, und jetzt bin ich fertig. Jetzt mache ich aus und Ja, vielen ja. herzlichen Dank, Frau Rupp. Ich glaube, das waren schon ein paar wunderbare Impulse und möglicherweise haben ja auch manche der Teams schon dort angesetzt, wo Sie jetzt gerade auch schon Beispiele für genannt haben, was Archäologen so umschweißt an Themen und wo sie auch vielleicht sogar noch Unterstützung helfen können bei der Verbesserung ihrer Arbeit.